So, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Wir sind ja stehen geblieben bei der Vorderachse, Bremse, Gedöns. Und wie ich gesagt habe, möchte ich mich jetzt heute um das Entlüften kümmern. Aber mir ist dann noch was eingefallen, und zwar hier auf der Fahrerseite ist ja der Bremsverschleißsensor fest. Und ich kann mich erinnern, beim Hyundai war es ja auch so. Da hatten wir die Bremsbeläge aus der Verpackung geholt und die ersten zwei Bremsbeläge in der Verpackung, die waren sozusagen gar nicht für eine Seite allein, sondern das war dann so gedacht, dass jeweils einer von den beiden auf eine Position an der Bremse kommt. Und ich hatte euch ja im letzten Video gesagt, dass auf der Beifahrerseite, ich zeige euch das gleich mal, dass da der Sensor sich nicht in diesen Bremsbelag verankern lässt. Und meine Idee war jetzt, ich hatte ja ein paar Tage zum Überlegen, dass vielleicht das hier auch so ist, dass eben es hier unterschiedliche Bremsbeläge gibt. 2 Stück, wo die Aussparung so groß ist, dass der Sensor reinpasst, und 2 so, dass der Sensor nicht passt. Das ist jetzt meine Vermutung, und deswegen werde ich jetzt heute hier auf der Fahrerseite, wo ich ja eigentlich fertig bin, nochmal die Schrauben lösen vom schwimmend gelagerten Bremssattel, den nochmal hochklappen und mal testen, ob ich hier, ich habe ja noch extra Verschleißsensoren, ob hier an der Stelle der Verschleißsensor reinpasst. Wenn ja, nehme ich den Belag von der Fahrerseite rüber auf die Beifahrerseite und tausche einmal, damit ich das hinbekomme. Das ist jetzt das Erste, was ich einmal probiere. Das mache ich off-camera und dann gebe ich euch Bescheid, ob das geklappt hat oder nicht. So, jetzt habe ich hier in Stillarbeit das umgebaut und es war tatsächlich so. Jetzt sitzt der hier fest. Der hat natürlich noch Hoch-Runterspiel, aber rutscht nicht mehr einfach raus. Lag also wirklich daran, dass es scheinbar nur 2 Beläge gibt, die speziell für diese Sensoren gemacht sind. Vom Aufbau konnte ich von den Belägen jetzt keinen Unterschied erkennen, aber die Löcher sind auch relativ klein. Das heißt, da macht dann wahrscheinlich ein ganz minimaler Unterschied beim Loch eben schon was aus in Bezug darauf, ob das von der Passgenauigkeit in Ordnung ist oder nicht. Auf jeden Fall sind jetzt beide Seiten in Ordnung. Das wabbelt jetzt natürlich noch ein bisschen, weil hier noch kein Bremsdruck drauf ist. Bedeutet, jetzt können wir uns dem eigentlichen Thema widmen, nämlich dem Entlüften. Und da ist auch wichtig, dass wenn ihr Bremssättel erneuert, dass ihr immer darauf achtet, dass der Entlüftungsnippel oben ist. Luft steigt ja bekanntermaßen nach oben, weil sie eine sehr geringe Dichte hat. Und deswegen ist es eben sehr wichtig, dass man darauf achtet, wenn man jetzt sowas wie eine Bremszange tauscht, dass man dann auch den Sattel für die richtige Seite installiert, dass eben, wie gesagt, der Entlüftungsnippel oben ist und nicht unten. Weil wenn der Entlüftungsnippel unten ist, dann werdet ihr nie Luft rausbekommen, denn die sammelt sich dann hier im oberen Bereich und da unten kommt immer sozusagen saubere Bremsflüssigkeit ohne Luft. Das wäre fatal. Also das nur als Hinweis. Ich glaube, ich hatte es aber auch beim Verbauen gesagt. Wenn nicht, habt das jetzt gehört. Jetzt nehme ich mal hinten die Räder ab, weil ich fange natürlich wieder hinten an mit Entlüften. Wir müssen mal gucken, irgendwo ist doch bestimmt hier auch der ABS-Block. ABS-Block, wo bist du? Ach, da hinten, oder? Ne, hier ist nur der Bremskraftverstärker. Aber da muss ja auch irgendwo der ABS-Block sein. Also dadurch, dass Bremskraftverstärker jetzt hier ist und hier auch die ganzen Leitungen sind. Ich sehe ihn jetzt zwar nicht direkt, aber ich gehe stark davon aus, dass der ABS-Block irgendwo da unten sitzt, in der Nähe des Bremskraftverstärkers, weil auf der anderen Seite, da sehe ich nichts, was aussieht wie ein ABS-Block. Deswegen, ja, gehe ich stark davon aus, dass der da hinten irgendwo unten verbaut ist oder vielleicht hinter dem Bremskraftverstärker, keine Ahnung. Ist jetzt halt eine 50-50 Chance. Ich entscheide mich jetzt dafür, dass der Bremskraftverstärker hier ist. Bedeutet, wir fangen mit dem weit entlegensten Punkt an. Das wäre Beifahrerseite hinten. Und damit starte ich jetzt auch, dass ich an der Beifahrerseite hinten entlüfte. Dafür, ihr kennt das Prozedere, dafür öffne ich den Behälter mit der Bremsflüssigkeit, werde da ein bisschen Überdruck drauf geben, so ein Bar, 1,5. Und dann werde ich hinten die Entlüftungsventile öffnen, so lange Flüssigkeit ablaufen lassen, bis hier kaum noch Flüssigkeit drin ist. Dann schütte ich neue Flüssigkeit nach, lasse wieder entlüften, bis eben die neue Flüssigkeit hinten dann am Rad auf der Beifahrerseite, auf dem Hinterrad an der Beifahrerseite rauskommt. Und natürlich auch keine Luft mehr, hoffentlich. Seht ihr dann aber gleich im Zeitraffer. Dann ist die hintere Seite rechts fertig. Das ist die, die immer am längsten dauert. Danach kommt dann eben hinten Fahrerseite. Dann kommt die Beifahrerseite vorne und dann die Fahrerseite vorne. Wie gesagt, ich mache das immer, ich fange mit dem an, was am weitesten vom ABS-Block weg ist, und ich gehe mal davon aus, dass der ABS-Block da hinten irgendwo sitzt. Also ich packe euch in den Zeitraffer und wir starten mit dem Entlüften.
jetzt habt ihr gesehen, im Zeitraffer, wie ich alle entlüftet habe. Den von der Fahrerseite habe ich weggelassen, da ist jetzt so dunkel in der Halle, hättet ihr eh nicht gut gesehen und das Prinzip ist ja dasselbe. Für die vorderen braucht ihr einen 9er und für die hintere einen 8er zum Entlüften. Zeige ich euch gleich, welches Werkzeug ich da genommen habe. Jetzt, wo es entlüftet ist, ich habe auch die Bremse schon ein paar Mal betätigt, jetzt wackelt hier gar nichts mehr. Jetzt ist das bombenfest, so soll das sein. Entlüftet ist jetzt auch schön. Ich habe jetzt über 1 Liter Bremsflüssigkeit durchgespült. Insgesamt waren es jetzt, hätte ich mal gesagt, so 1,1, 1,2 Liter. Verwendet habe ich, hattet ihr ja gesehen, hier von Manol entsprechende Bremsflüssigkeit laut dem Manol Flüssigkeitsfinder passt das für den Opel und ja, ist eine sehr klare Bremsflüssigkeit, also nicht eingefärbt oder irgendwas, sieht praktisch aus wie Wasser. Ich habe auch schon welche gesehen, die hatten so eine leichte Einfärbung, aber wie gesagt, genau kann ich da jetzt auch nichts zu sagen. Ist wahrscheinlich sogar ein bisschen, ja, zu performant, sage ich mal, für das Auto. Aber wie gesagt, das hat halt der Manol Ölfinder ausgespuckt und den finde ich eigentlich ganz praktisch und nutze ich häufig. Wie gesagt, ein komplettes Döschen ist leer und ein bisschen was von der zweiten Flasche habe ich auch eingefüllt, ja, so circa 100 Milliliter. Das ist das, was alles rausgekommen ist an Bremsflüssigkeit. Ihr habt ja hoffentlich im Video gesehen, dass man, denke ich, schon ganz gut erkennen kann, dass die neue Bremsflüssigkeit eben deutlich klarer ist als die alte Bremsflüssigkeit, die drin war. Und wie gesagt, für die hintere Bremse braucht ihr hier so einen offenen 8 mm. Ich denke, man kann es lesen, 8 mm. Und für die vordere ist es lustigerweise 9 mm, aber ist ja an einem Schlüssel. Geht also gut. Hier so ein Ablassfläschchen und eben theoretisch kann man es auch mit dem Gerät, was ich gezeigt habe, mit diesem Überdruckgerät, kann man theoretisch auch befüllen. Mache ich aber nicht gerne, weil ich unterschiedliche Fahrzeuge habe und dann müsste ich immer den Kanister, also diesen Behälter von dem Überdruckgefäß immer wieder reinigen, weil ich nicht unterschiedliche Flüssigkeiten mischen will. Außerdem finde ich so, wenn man einfach nur Luft, also Überdruck auf den Ausgleichsbehälter gibt, finde ich es ein bisschen die saubere Variante. Außerdem, ja, kann ich dann halt immer schön kontrollieren, wie weit bin ich jetzt vom Füllstand. Ich habe halt dann das Problem, dass ich ab und an nachfüllen muss und dazu das abbauen. Aber das geht. Der ist jetzt auf Maximum, habe ich es jetzt gefüllt. An der Seite, das seht ihr jetzt gerade nicht. Hier an der Seite ist oben die Aufschrift Maximum und bis dahin habe ich jetzt gefüllt. Der ist also randvoll. Ich habe auch, wie gesagt, innen drin im Fahrzeug schon ein paar Mal gepumpt. Das Bremspedal ist böckelhart, also das passt. Habt ihr auch gesehen auf dem Video. Es waren nirgends Bläschen, so ist das top. Jetzt hätte ich gesagt, kümmere ich mich um die Befestigung der Dreieckslenker. Dafür mache ich jetzt überall die neuen Räder ran. Lasse das Fahrzeug auf die eigenen Räder und ziehe die Dreieckslenker fest. Das mache ich aber in Stillarbeit und dann schauen wir uns das Endergebnis an. So, jetzt habe ich hier unten endlich die Dreieckslenker mit Drehmoment angezogen. Die haben jetzt alle 120 Newtonmeter plus 45 Grad bekommen. Es war furchtbar. Also ihr seht ja, das ist nicht sonderlich hoch hier meine Konstruktion. Und ja, auch hier ist natürlich jetzt nicht sonderlich viel Platz. Das sieht noch viel aus, aber ich muss ja bei dem Drehmoment, also ich bin ja nicht der Hulk, muss ich bei dem Drehmoment halt einen entsprechend großen Drehmomentschlüssel nehmen. Und dann ist da kaum Platz. Vor allem die Schrauben, wo ich dachte, die würden einfacher gehen. Und zwar, Moment. So, wir haben ja hier einmal diese Schraube, die hier so quer durchgeht. Ich markiere euch das im Videoschnitt. Da dachte ich eigentlich, dass die einfach zum Festmachen geht. Aber das stimmt gar nicht, weil... Warum geht das hier nicht einfach? Deswegen. Weil ihr seht schon, ne, ich muss ja so festziehen. Also natürlich nicht auf der Mutterseite, sondern ich ziehe auf der Schraubenseite fest. Auf der Mutterseite halte ich nur gegen. Aber selbst der kleine Drehmomentschlüssel, den musste ich jetzt dafür nehmen. Der andere da hinten, den ich eigentlich immer nehme, meinen großen, der hat einfach, ja, der war zu lang. Der hat sich immer verkeilt, da konnte ich nicht mal eine Rastung nachziehen. Musste ich mit dem Kleinen machen, mit dem Kleinen hier unten, kaum Platz, kaum Hebel. Haben mir fast die Kugel ausgerenkt. Aber jetzt ist, wie gesagt, das Zeug fest. 120 plus 45 und da hinten die, mache ich jetzt auch im Videoschnitt, highlighte ich euch das. Die hat auch 120, 45. Da ist auch spaßig, weil da muss man ja von oben mit einem entsprechenden 22er gegenhalten. Ach, ich sage euch, aber wenigstens konnte man die schön festziehen, weil ich ja den Drehmomentschlüssel dann so halten konnte. Das ging dann, aber ja,
Das wird Zeit, dass ich da mal eine Bühne bekomme, wo ich drauf fahren kann. So eine richtige, ja, wie sagt man denn da, 4-Säulen-Bühne. Da ist auch schon was in Bearbeitung. Ich kann das ja jetzt mal anteasern. Ich werde umziehen. Ich verlasse Baden-Württemberg. Ich mache mich auf in den Osten. Eigentlich wollte ich das Land ganz verlassen, aber dafür hat das Geld nicht gereicht. Also wird es halt der Osten. Bedeutet, jetzt demnächst gibt es wahrscheinlich auch ein bisschen Content zu meinem neuen Zuhause. Muss ich mal schauen, dass ich euch da auch ein bisschen was berichte. Ich muss noch ein bisschen was renovieren, aber deswegen, warum spreche ich das an? Weil ich jetzt eben nicht weiß, ob ich jetzt regelmäßig immer sonntags noch dazu komme, hier die Videos zu machen, weil da einfach momentan sehr viel auf mich einprasselt. Die nächsten 3 Monate werden hart. Ich versuche es trotzdem zu schaffen. Mein Ziel ist auch immer noch, auch wenn das jetzt schon in weite Ferne gerückt ist, hier noch TÜV drauf zu kriegen dieses Jahr. Aber jetzt ist ja das Fahrwerk drin. Ich habe die Bremsen neu. Bremsen sind entlüftet. Jetzt steht hier oben noch, wie gesagt, das mit den Ventildeckeln an, dass wir die noch dicht kriegen. Das ist halt auch nochmal ein riesiger Act. Habe ich auch noch nie gemacht. Ich habe jemand, der kennt sich da gut aus, der meint, das ist eigentlich gar nicht so viel Arbeit. Aber ja, ihr seht ja, der Drosselklappen, Gaszug, die ganzen Unterdruckschläuche und so. Ich habe das alles schon markiert, aber Teufel ist ein Eichhörnchen. Wir wissen ja, wenn das Zeug so lange zusammen ist, das wird immer spaßig. Deswegen, ja, wie gesagt, ich versuche es weiterhin sonntags immer ein Video zu bringen, kann es aber nicht versprechen, werde auch auf jeden Fall ein bisschen Content vom neuen Zuhause dann reinschneiden. War auch ein Fiasko, es ist ja doch eine ganz schön weite Strecke. Das ist noch ein kleiner Teaser. Ich bin 3-mal gefahren, 3-mal 1000 Kilometer, immer so 400, 480, 500 hin, 500 zurück. Also ja, da kommen dann halt 1000 zusammen bei einer Fahrt und bei der Anlieferung der Hebebühne haben sie 3 Versuche gebraucht, bis die dann endlich angeliefert war. Jetzt demnächst soll sie aufgebaut werden. Ich werde dann hoffentlich auch ein Video machen vom Zusammenbau. Das war auf jeden Fall schon mal ein super Start. Aber ja, so ist es halt. Wie gesagt, jetzt kommt nach und nach auch ein bisschen Content vom neuen Zuhause. Da werde ich dann Wohnen und Hobby, also Autos, in einem haben. Und halt euch da auf dem Laufenden. Insofern war es das für das heutige Video, was mir jetzt mal aufgefallen ist. Hier auf der Beifahrerseite, da stimmt das mit der Spur noch nicht. Da steht das Rad viel zu weit nach außen. Auf der Fahrerseite hingegen, da passt das. Da ist das nahezu gerade. Das ist in Ordnung. Aber hier habe ich wohl beim Spurstangenkopf das falsch eingestellt. Das heißt, hinten den Spurstangenkopf, den muss ich noch ein bisschen weiter rausschieben. Dann kommt das Rad hinten, ja, wie gesagt, mit dem Arsch so rum und dann sollte das gerade werden. Das mache ich noch in Stillarbeit, ansonsten sind wir jetzt heute durch. Wie gesagt, Fahrwerk, Bremsen, das ist jetzt alles erledigt. Unterbodenschutz muss ich dann noch ein bisschen machen. Habe also jetzt die neuen Felgen drauf, weil wir da jetzt am Rad eigentlich fertig sind. Wie gesagt, gut, hier muss ich jetzt nochmal die Spurstange ein bisschen rausschieben, aber das kann ich ja machen, ohne dass das Rad abzunehmen ist. Da müsste ich eigentlich so hinkommen. Insofern, wie gesagt, sind wir durch. Ich hoffe, es war was Hilfreiches dabei. Würde mich freuen, wenn ihr auch im nächsten Video wieder mit einschaltet. Bis dahin euch eine gute Zeit und ciao.